Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV Endwalker. Ja, wir haben den Schnitter schon kennengelernt. Jetzt geht es um den zweiten neuen Job, der mit Endwalker dazu gekommen ist. Dafür müssen wir hier mit dieser Frau aus dem Norden sprechen. Des Weißen wunderliches Wirken. Eine Frau aus dem Norden blickt sich mit großen Augen um. Dies ist also der strahlende Perle Wilbrands, die Mutter allen Handels und die Wiege kulinarischen Hochgenusses, sagt man zumindest. Geliebte Mutter, deine Tochter hat es tatsächlich geschafft. Als Spitze meines Jahrgangs und Exzellenzabsolventin mit zahllosen Würden und Auszeichnungen muss diese Mission ein Erfolg werden. Ein Fehltritt oder schlimmer noch ein Versagen wäre nur peinlich. Es würde deinen Namen auch verunglimpfen, Mama. Das ist das Letzte, was ich will. Aber was werde ich selbstverständlich nicht zulassen. Und sobald ich diese Mission zu allen Zufriedenheit abgeschlossen habe, lässt sich mein großes Idol Alice von mir vielleicht sogar ins Bismarck einladen. Steht ihr schon die ganze Zeit hier? Verzeiht, ich habe euch wohl nicht bemerkt. Also, gestatten, Laha Jinhal, Gesandte aus Shalian. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Und ihr entschuldigt die dreiste Unterstellung, aber ihr seht mir, wie sage ich das, ohne es beleidigend zu wirken, wie eine arsorianische Abenteurerin seht ihr aus. Kein Problem. Damit beleidigt ihr mich nicht. Das ist meine Tätigkeit. Was für eine überaus glückliche Fügung. Seid ihr mit dem Rat der Philosophen vertraut? Shalans offizielle Regierungsvertretung, wenn man so will? Ihr müsst wissen, eben jener Rat hat mich mit einer Mission beauftragt. Deswegen bin ich nur hier in Erosea. Zum ersten Mal in meinem Leben wohlgemerkt. Naja, noch habe ich mit dem Rat der Philosophen nicht viel zu tun, aber wahrscheinlich in den nächsten Folgen dann schon eher mehr. Darüber hinaus bin ich die jüngste Gesandte, die es in der Geschichte von Shalalan jemals gab. Soll heißen, ich bin mit riesigen Gefilden überhaupt nicht gut vertraut. Daher dachte ich daran, eine fähige Abenteurerin anzuheuern, die sowohl Geleitschutz gibt, als auch ortskundig ist. Geleitschutz deswegen, weil meine Mission keine ungefährliche ist. Ich suche eine Gruppe von flüchtigen Kriminellen, die sich in den hiesigen Landen verstecken sollte. Wart ihr für eine derartige Aufgabe zu haben? Geleitschutz ist mein zweiter Name. Tara, Geleitschutz Eisenseele. Zu ihren Diensten. Das höre ich gerne. Danke für eure Unterstützung. Und sorgt euch nicht, über ein paar Kenntnisse in der Schwertkunst verfüge ich sogar schon. Das muss ich mich allerdings vollständig auf euch... Und sorgt euch nicht, über ein paar Kenntnisse der Schwertkunst verfüge ich schon. Da muss ich mich nicht vollständig auf euch verlassen, so. Dann spare ich mir weitere Höflichkeiten und werde mich nun von ganz dreist... ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist alles so neu hier. Dann spare ich mir aber einfach weitere Höflichkeiten und werde dich von nun an ganz dreist duzen. Ich würde dir sehr gerne weitere Details zu meiner Mission erzählen, aber hier mitten auf der Straße ist es nicht der beste Ort dafür. Am Süfertor vor der Stadt sollte es weitaus weniger neugierige Ohren geben. Okay, dann sehen wir uns vor der Stadt. So, Laha. Wie geht's weiter? Entschuldige, dass ich dich bis hierher bitten musste. Die Mission unterliegt einer gewissen Sicherheitsstufe und Shalan legt viel Wert auf Diskretion und bei solcherlei Anliegen und so, du weißt schon, es wäre äußerst unangenehm, wenn Unbeteiligte davon erfahren würden. Ja, also ihr alle, könnt ihr mal euch umdrehen und weghören? Bevor wir unsere Zusammenarbeit offiziell besiegeln, will ich dir mehr über die Mission erzählen, auf die man mich geschickt hat, damit du eine informierte Entscheidung treffen kannst. Wie ich bereits erwähnte, bin ich auf der Suche nach einer Gruppe von Kriminellen, die aus Shalan geflüchtet sind. Mein Ziel ist nicht nur, sie ausfindig zu machen, sondern sie auch zu arretieren und ins Mutterland zurückzubringen. Es handelt sich allerdings nicht um gewöhnliche Gesuchte. Laut unseren Kenntnis haben sie Physis und magische Befähigung mit illegalen Prozeduren um ein Vielfaches verstärkt. Derlei Eingriffe haben jedoch starke negative Folgen auf die mentale Gesundheit. Nichts ist ohne Preis. Teil dieser Gruppe war auch eine Person, die in ihrem vernebelten Geisteszustand einen Mord begangen hat. Sie ist letztlich den Folgen jener Prozedur erlegen,
Aber der Rest ist noch auf freiem Fuß und nicht minder gefährlich. Konkret geht es um 3 Individuen. Ihr Anführer, wenn man so will, ist ein junger, männlicher Vira, der außerdem unter dem Verdacht steht, akademisches Gut inventet zu haben. Oh, sehen wir das erste Mal männliche Vira. Cool. Es handelt sich um ein sehr spezifisches Artefakt, eine Art Kristall, in dem das Wissen und die Techniken vieler Generationen enthalten sind. Hier, lass mich dir... Autsch! Ah! Warum? Weshalb ist der Kristall denn auf einmal so heiß? Entschuldige, eigentlich sollte ein Kristall wie dieser nicht plötzlich so fürchterlich heiß werden. Das ist mir doch nur im Piep nicht passiert. Hoffentlich hat er sich gleich wieder abgekühlt. Er scheint endlich wieder erkaltet zu sein. Was für ein faszinierendes Phänomen. Nicht einmal in der Magieakademie ist mir eine derart starke Reaktion eines Kristalls untergekommen. Hat er womöglich auf dich reagiert? Kristalle und ich, wir sind so. Der gestohlene Kristall ist ein Waisenkristall, ganz wie dieser hier. Er stammt aus einer medizinischen Einrichtung aus Shalalian. Tara, hättest du während deiner Abenteuer jemals den Drang, jemanden zu retten? Koste es, was es wolle? Ab und zu. Und dann ist es dir nicht gelungen und du warst enttäuscht und wütend auf deine eigene Unzulänglichkeit. Eigentlich nicht. Ich habe bis jetzt alle gerettet, die ich retten wollte. Übrigens, ganz interessant, es ist das erste Mal, dass ich einen Charakter mache, der nicht 2 unterschiedliche Augen hat. Dafür hat sie 2 unterschiedliche Augen. So eine Person sah ich vor meinen eigenen Augen sterben, ja. Ich weiß zwar nicht mehr wen, aber... Ah, doch, ja, haha, mein Freund aus Ishgard. Verzeih, dass ich dir eine derart persönliche Frage gestellt habe, aber ich habe die Vermutung, dass der Waisenkristall auf eben jene Gefühle reagiert, die du in dir trägst. Die Waisenkünste sind eine originelle Studienrichtung der Magieakademie von Shalalayan. Sie vereinen die Theorie der Medizin, der Ätherstudie und der Magie zu einer komplexen Disziplin, die nur von wenigen gemeistert wird. Jene, die sie beherrschen, nennen wir die Weisen. Die Medizin legt den inkritalen Mechanismus des Körpers offen, die Ätherologie beschäftigt sich mit den delikanten Mechanismen der Seele und die Magie bildet die multidimensionale Brücke zwischen Leib und Geist. Somit eignet sich der Waisenkünstler sowohl zur defensiven Unterstützung durch Heilung und Stärkung, als auch zu offensiven Manövern. Und letztere sind wirklich nicht zu unterschätzen. Tara, dies ist eine wichtige Frage. Bist du bereit, die Verantwortung über Leben und Tod auf dich zu nehmen? Wenn du schwörst, die Künste der Weisen für hehre Ziele einzusetzen, dann werde ich dir diesen Kristall überlassen. Aber bitte, nimm dir die Zeit und denke darüber nach. Diese Entscheidung sollte nicht leichtfertig getroffen werden. Als ich diesen Kristall entgegennahm, wurde mir eben diese Situation prophezeit. Wenn er auf jemanden reagiert, so soll ich nicht zögern, ihn dieser Person zu überlassen. Denn sie wird sich als wertvolle Verbündete erweisen. Ja, ich bin bereit. Hast du die Sache durch den Kopf gehen lassen? Nun denn, dies wird nun merkwürdig offiziell vorkommen, aber es gehört dazu. Tara, schwörst du, dass du das Wissen der Weisen nach bestem Vermögen und Urteil anwenden wirst? Dass du mit dieser Kunst von unzähligen Leben und unzähligen Toten gelehrt, stets das jetzt mit der Zukunft zu verbinden strebst? Ja, ich schwöre. Ah, bei einer derart starken Reaktion des Kristalls habe ich mir das gleich gedacht. Es wird dir dein Bestreben, die Leben anderer zu retten, sicherlich dienlich sein. In ihnen schlummert das Wissen unzähliger Weisen vor uns, die von nun an ihre Hoffnung in uns legen, diese Kunst in die Zukunft zu tragen. Wenn du dich zur Trägerin jeder Hoffnung machst und ihr Wissen in dich aufnimmst, wirst du damit zahllose Leben positiv berühren. Da bin ich mir sicher. Anfangs habe ich übrigens auch die Waisenkunst studiert, aber es stellt sich schnell heraus, dass ich einfach nicht zur Heilerin geschaffen bin. Stattdessen widmete ich mich dem Schwert. Für deine ersten Schritte dürfte meine bescheidenen Erfahrungen jedoch helfen. Damit wäre deine Initiation auch schon abgeschlossen. Lass mich dir nun nicht nur den Kristall überreichen, sondern auch das angemessene Rüstzeug für eine Weise. Probier doch mal aus, okay? Sag Bescheid, sobald du dich eingekleidet hast.
Tja, dann gibt's hier, haben wir den Weisen freigespielt. Und so, da haben wir uns umgezogen. Wir sehen auch schon sehr weise aus, wenn ihr mich fragt. Aber Lala, wie geht's jetzt weiter? Lala mustert dich mit einem Kennerblick. Das uralte Wissen des Kristalls scheint in dich übergegangen zu sein. Ausgerüstet bist du auch. Hervorragend. Erlaube mir, dir eine kurze Einführung in die Armenierung einer Weisen zu geben. Die Noholiten. In früheren Zeiten nutzten Zauberkundige und solche, die es werden wollten, natürlich Lochsteine mit innenwohnenden spirituellen Energien, um ihre Magie zu wirken. Heute kennt der Volksmund solche Steine hauptsächlich als Hühnergötter. Um eine kranke Person zu heilen, platziert man eine bestimmte Anzahl solcher Lochsteine rund um den Patienten herum. Sie dienen als Katalysator und der gewirkten Heilmagie. Heutzutage wissen wir, dass dies die Urform unseres Etagramms war. Weise bedienen sich sogenannten Noeliten, die auf genau diesem Prinzip basieren. Letztendlich besteht ein solches Werkzeug aus denselben altertümlichen Lochsteinen, mit dem Unterschied, dass sie eine wesentlich moderne Form angenommen haben. Ein Weiser lässt sich durch die Luft schweben und präzise Formationen einnehmen, um dreidimensionale Etagramme zu bilden und damit komplexeste Zauber zu wirken. Allerdings bedarf es einer langwierigen Ausbildung, bis man die Kunst gemeistert hat. Selbst die Besten der Akademie brauchen Jahre, um diese Technik Herr zu werden. Du bist zwar weder an der Akademie eingeschrieben, noch hast du sonderlich viel Zeit zum Lernen, aber das mit den Kristallen enthaltene Wissen ist mehr als eine gute Grundlage, auf der du aufbauen kannst. Mit praktischer Übung wirst du die Techniken schon bald verinnerlicht haben, das mich direkt zum nächsten Thema führt. Ich erhielt eben erst einen Bericht von schalianischen Agenten, dass unser flüchtiges Trio gesichtet wurde. Wir müssen uns umgehend an ihre Fersen heften. Laut unseren Informationen sind sie auf dem Weg in die freie Stadt Frohalden im travanischen Hinterland. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihr habt die junge Dame gehört? Auf ins travanische Hinterland! So, Lala, wie gehen wir jetzt vor? Dies ist also Frohalden. Ich habe viel über die Stadt gelesen, aber in Wirklichkeit ist sie doch wesentlich beeindruckender und sehr viel größer, als ich gedacht hatte. Kaum zu glauben, dass inmitten der Ruinen der alten Kolonie ein derartig lebendige Gemeinde haust. Verzeihe, genug geschwärmt. Unser Trio muss sich irgendwo in der Stadt aufhalten. Mindestens ihr Anführer sollte nicht allzu schwer auszumachen sein. Teilen wir uns auf und sehen uns diskret um, würde ich vorschlagen. Ich nehme mir den südlichen Teil vor und dich würde ich bitten, den Nordteil der Stadt zu durchkämmen. Also, der Nordteil der Stadt. Wo muss ich da hin? Nordteil. Der Nordteil ist groß. Okay, da hinten. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt schon mal war in dieser Ecke von Frohalden. Okay, aber gehen wir da hin. Wir haben ja Gott sei Dank einen Sprint. Ist jemand zu Hause? Hallo? Gut. Nein. Ah, da, endlich. Lebendige Erinnerung. Nee, warte mal, so heißt der Typ. Nee, hier ist der Zielort. Guten Tag, der Herr, die Dame. Haben Sie hier irgendjemanden gesehen, der auf diese Beschreibung passt? Zur Hilfe! Zur Hilfe! Hast du das auch gehört, oder? Mir schwant Schlimmeres. Zur Hilfe! Ah. Oh, noch ein Gelehrter? Oder irgendwas anderes? Schnell, Tara! Wir müssen eingreifen! Ah, da ist auch dieser männliche Vera. Sieh mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Sofort aufhören!
Cool. Der erste Spell, den ich gelernt habe. Oder irgendjemand anderes? Das ist doch die Schutzbarriere eines Weisen. Läufer. Viel zu viel Aufmerksamkeit. Wir sollten verschwinden. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber wenn ich euch noch einmal in unserem Weg stellt, wird es nicht so glimpflich für euch ausgehen. Halt! Bleibt stehen! Geflohen sind sie. Die Hasenorden haben sie eingezogen. Werter Herr, geht es euch gut? Kann ich euch helfen? Wenn ich wüsste, wie ich euch heile, heile ich euch gerne, aber... Nun, das war unangenehm knapp. Wäre er nicht zur Stelle gewesen, stünde es nun weitaus schlechter um mich. Ich danke für das beherzigte Eingreifen, werte Abenteurerin. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name lautet Faldrinit, gebürtiger Schalilianer. Ihr kommt aus Schalalian? Ich bin ebenfalls aus Schalalian, frisch von der Akademie. Würdet ihr mir sagen, was sich hier zugetragen hat? Oh, da wurde ich doch glatt von einer jungen Studienkollegin gerettet. Nichts täte ich lieber, als mich nun zu revanchieren. Allerdings fürchte ich, dass ich zur Aufklärung dieses Vorfalls wenig beitragen kann, außer dass ich plötzlich überfallen wurde. Und das ist leider recht offensichtlich. Verstehe. Was führt euch in erster Linie hierher, wenn ihr mir die Frage gestattet? Ich bin ein Arzt. Jene, die sich keine Behandlung leisten können, kommen zu mir. Und ich heile sie mit dem Wissen der Weisen. Oh, ein Weiser. Ihr seid ein Weiser. Der junge Vira, der euch attackiert hat, schien ebenfalls der Waisenkünste mächtig. Ihr kennt ihn aber nicht, oder? Leider nein. Ich bin ihm nie zuvor begegnet, allerdings habe ich eine Theorie, weshalb er gerade hier sein Unwesen treibt. Er nutzt seine Künste offensichtlich für Missetaten. Das kann er nur auf das Sankt Markoion Arboretum abgesehen haben. Das Arboretum? Wir reden von einer Einrichtung, die vor 15 Jahren verlassen wurde und seither verwahrlost, oder nicht? Was bei Nynkremfs Weisheit wollen sie dort? Gerade weil es seit langer Zeit leer steht, finden sich dort Pflanzenarten, deren Anwendung heutzutage verboten ist und die daher nicht mehr kultiviert werden. Überaus gefährliche Arten, wenn mir die Bemerkung gestattet ist. Das macht Sinn. Und ihr scheint viel über die Botanik zu wissen. Vermutlich haben sie euch deshalb attackiert und um euch zu befragen. Damit ist unser nächstes Ziel das Arboretum. Einen Moment noch bitte. Ihr seid ebenfalls eine Weise, nicht wahr? Allerdings nicht aus Schalalian, wie mir scheint. Sagt, woher stammt euer Kristall? Von mir. Genauer gesagt aus dem Physis Technum. Der Kristall reagierte auf die Dame und nun ja, sie legte den Schwur der Weisen ab und ich habe ihr das Artefakt überlassen. Sie wurde auserwählt. Ja, so kann man es sagen. Dr. Faldrinit, ist alles in Ordnung? Bitte verzeiht, ich bin schlicht überrascht, dass mir plötzlich derart viele Weisen außerhalb von Schalalian begegnen. Und dann auch noch unter den seltsamsten Umständen. Das hat mich wohl etwas aus der Fassung gebracht. Ihr wisst, Schalalian ist kaum etwas so wichtig wie die Wahrung seiner Geheimnisse. Es gibt sich isoliert und unannehmbar. Aber weshalb sollte meine Künste nur dem Mutterland dienen? So entschied ich mich, Schalalian den Rücken zu kehren und als Exilant zu leben. Natürlich kann und will ich nicht mit den großen Louisio verglichen werden. Aber ich würde mich doch in seinem Geiste zu handeln, um mein Wissen dort anzuwenden, wo die Not besonders groß ist. Eine wahrlich wundervolle Ambition, Dr. Faldrinit. Erlaubt mir meine tiefste Bewunderung für euren Mut und eure Selbstlosigkeit auszudrücken.
Nun denn, es wird Zeit, mich wieder meinen Arbeiten zu widmen. Auf den Fortschritt und die immerwährende Neugier, Grenzen zu durchbrechen. Zum Wohl allen Lebens. Sehr interessant, der Typ. Damit hätten wir unser nächstes Ziel. Selbst wenn wir die Flüchtlinge nicht im Arboretum antreffen, sollten wir doch zumindest einige Spuren sichern können, sofern sie da tatsächlich ihr Unwesen treiben. Eigentlich hatte ich angenommen, dass das Trio die große Gubal-Bibliothek zustrebt und dort nach Schriften zur weiteren Ätherstärkung sucht. Aber Dr. Falinets Vermutung scheint schlüssiger, wenn man den Angriff auf ihn in Betracht zieht. Weiterhin müssen wir davon ausgehen, dass sie sich die Waisenkünste für ihre Stärkung zunutze machen. Dazu brauchen wir unbedingt mehr Informationen, um eine solide Basis für das erfolgreiche Abschließen dieser Mission zu schaffen. Außerdem will ich wissen, was ihre Motive sind, wer sie sind. Diese Schurken, die den gestohlenen Waisenkristall für ihre finsteren Absichten missbrauchen, wir werden sie die eiserne Hand des Gesetzes spüren lassen, komme was wolle. Auf alle Fälle, in jedem Fall wird unser Sanctum Macrilium Arboretum sicherlich Einblick in ihr Wirken gewähren. Außerdem ist es ein hervorragender Ort, um an deinen eigenen Künsten zu feilen. Okay, dann geht's jetzt halt zu diesem Sankt Makiane Arboretum, was auch immer das heißen mag. So, Lala, wie geht's jetzt weiter? Das wahrhaftige Sankt Mokiane Arboretum. Die Abbildungen in den Büchern haben dem Original wirklich die Abbildungen in den Büchern haben dem Original wirklich Unrecht getan. Es ist so viel beeindruckender. Das Arboretum ist besonders für den Weisen von großer Bedeutung, weil ihnen zahlreiche medizinische Kräuter gezogen wurden. Die Kultivierung reichte von uralten Heilpflanzen bis zur Kreuzung nie gesehener Unraten. Nach dem großen Exodus vor 15 Jahren ist die Einrichtung bedauerlicherweise den Ruinen anheimgefallen. Doch die Pflanzen, die nun in den Überresten der einst so großartigen Arboretums gedeihen, sind nicht weniger interessant. Und es gibt unzählige Bestien, die darin hausen wollen. Ich könnte den ganzen Tag damit verbringen, die Flora und Fauna zu katalogisieren. Aber natürlich sind wir deswegen nicht hier. Ich bitte, diesen Ausbruch der Begeisterung zu entschuldigen. Wir sind hier, um Spuren zu sichern und Informationen zu den Gesuchten zu sammeln. Sprich mit mir, sobald du dich mental gestählt hast. Es wird sicherlich kein Spaziergang. Du hast alle Kommandos und Eigenschaften für Weise bis Stufe 70 erworben. Eine detaillierte Übersicht findest du im Fenster Kommandos und Eigenschaften. Okay, ich glaube, ich kriege das soweit hin. Gehen wir mal rein. Bist du ausreichend vorbereitet? Im Verlauf der bestehenden Schlacht wird dein Fortschritt gespeichert. Solltest du jedoch anderen Auftragskämpfen bestreiten oder dich auslocken, geht der gespeicherte Spielfortschritt. Ah, das ist noch was Neues, okay. So, und jetzt? Stimmen unsere Vermutung, muss unser Dreigespann hier vorbeigekommen sein. Halte die Augen nach Spuren jeder Art offen. Aber gib Acht, das Arboretum ist inzwischen von allerlei Getieren überrannt. Ich werde ihre Aufmerksamkeit auf mich lenken, wenn wir ihnen begegnen sollten. Alle Vorbereitungen abgeschlossen? Gut, beginnen wir mit den Grundlagen eines jeden Weisen. Als erstes solltest du Kadia auf mich wirken. So stellst du eine magische Verbindung zwischen uns her. Okay, Kadia ist das hier. Mit ihr überträgst du den durch deine Attacken freigesetzten Äther direkt auf mich. Es wird meine Wunden augenblicklich schließen. Okay, das haben wir gemacht. Perfekt, vielen Dank. Nun denn. Okay, da hätten wir ja auch schon unsere erste Bestie. Schütze mich mit einer Barriere. Okay. Mit der Eukrasie bist du vertraut, richtig? Dann wirke nun eukrasietische Diagnose auf mich. Diagnose? Sie ist nicht nur ein potenzieller Heileffekt, sie richtet auch eine schützende Barriere, die selbst heftige Angriffe standhält. Okay, wirke eukratische Diagnose auf Lala. Diagnose? Okay, das ist aber nur die... Da muss ich erstmal die Eukrasie aktivieren.
Das mache ich da. Dann nehmen wir die mal hier rüber. Nee, brauche ich genauso oft. Einmal. Du errichtest eine Barriere. Prognose. Da, Spontanität kann ich mal rausnehmen. So. Okay. Schild. Okay, jetzt kann ich das Schild auf dich casten. Und du hast das Schild. Ich danke dir. So wird das Biest gleich weitaus weniger bedrohlich. So, und wir casten jetzt einfach unser Teil da drauf und damit heilen wir sie gleichzeitig. Genau. Sieht ja gut aus. Okay. So, wir geben ihr das Schild. Nein, das war das Falsche. Das ist das Schild. Ich muss erstmal mit den Skills klarkommen. So, erstmal wieder Schaden machen. Okay, das macht einfach höheren Schaden. Okay. Achso, das kostet dann automatisch auf sie? Nee. Muss ich sie doch jedes Mal auswählen. Ein Biest. Decke mir den Rücken. Okay, ich decke. So, upsa. Oh, die macht mehr Schaden, als ich dachte. Dann geht's da noch mal rein. Normal. So, okay. Stimmen unsere Vermutung, muss das Dreigespann hier vorbeigekommen sein. Halte die Augen nach Spuren offen. Okay. Jetzt noch mal ganz kurz. Das haben wir zwar gespeichert, aber irgendwelche habe ich auch irgendwie ein AOE? Dosis, Cardia, Prognose. Du regenerierst von die umstehenden Gruppen E-Regio. Das Beleben, Physio. Du regenerierst schrittweise eigene LP und die von... Okay, das ist das da. Okay, das muss ich auch eher drauf machen. Phlegma. Du führst eine elementarmagische Attacke auf das Ziel und die Gegner in seiner Nähe aus. Verringert die sich ab dem zweiten... okay. Da hätte ich dann mehr Heilung machen können. Okay. Ich glaube, das kriegen wir hin. So. Alle Vorbereitungen abgeschlossen? Gut, beginnen wir mit den Grundlagen. Also, ich hakte Cardia drauf. Als erstes solltest du Cardia auf mich wirken. Ja, das hatten wir schon. Okay, mit ihr überträgst du den durch die Attacken freigesetzten Äther direkt auf mich. Okay. Hammer. Perfekt, vielen Dank. Nun denn. So, Barriere. Mit eurer KSI bist du vertraut? So, ich habe dich schon geheilt, gebufft. Allerdings beeil dich, du hast nur noch... So. Okay, geht's los? So, machen jetzt mal hier.
Mehr Schaden. Okay, der ist mir ein bisschen zu weit runter gekommen mit dem Leben. Dass ich da nicht einfach eine normale Dings drauf machen kann. Oh, komm schon. Hochheilen, 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 hochheilen. Du gehst mir nicht drauf. Hörst du? Oh, verdammt. I'm out of mana. Eieiei. Okay, ich mache jetzt hier einen Cut und versuche mich einfach bis an die Stelle vorzukämpfen. So, ich bin wieder an der Stelle. Diesmal versuchen wir es mal andersrum. Okay, muss ich da wieder hochheilen. Ich habe ein bisschen die Skills umgeändert, habe mir die Skills noch ein bisschen angeguckt. Okay, so, jetzt sind nur noch die kleinen da. Da habe ich einen Dot drauf. Okay, den haben wir auch geschafft. Boah, jetzt geht's mal weiter. Ausgezeichnete Arbeit, Tara. Der Umgang mit den Noeliten fällt dir bereits erschreckend leicht. Naja, erschreckend leicht ist was anderes. Du bist zweimal zwischendrin gestorben, aber das hast du anscheinend nicht mitgekriegt. Hier sind gar keine Tiere. Aber Spuren. Wo uns die Spuren wohl hinführen? Einige Pflanzen wurden geschnitten und das erst vor kurzem. Sie sind definitiv hinter einem spezifischen Kraut her. Die restliche Flora scheint unangetastet. Sehen wir uns genauer um. Vielleicht finden wir weitere Hinweise auf ihr Verbleiben. Weitere. Ah, da ist nochmal eine seltsame Spur. Auf den sanft wogenden Wassern steigt immer wieder kleine Bläschen hervor. Ihre Regelmäßigkeit deutet darauf hin, dass sich in all dem Grün eine Korpokur verbirgt. Was auch immer das ist. Das Blatt ist an einer Stelle eingedrückt. Irgendjemand scheint sich hier hingekniet zu haben, um Wasser zu schöpfen vielleicht. Okay. Das ist mal eine seltsame Spur, da müssen wir richtig lang interagieren. Hier sind ebenfalls Spuren. Sie haben definitiv nach dem Kraut gesucht. Okay, weitere Spuren. Auf dem Grund ruht ein unglückseliges Tier, dessen Körper nun Nährboden für zahlreiche Pflanzen bietet. Vermutlich tat es bei der Nahrungssuche einen falschen Schritt. Da haben wir etwas. Einige Blätter weisen seltsame Brandflecken auf. Doch war es kein Feuer, das sie versenkte. Alles deutet auf Magie aus dem Repertoire eines Weisen hin. Und was haben wir hier?
Zweifelsohne eine hauchdünne Schicht Eis. Hier wurde gekämpft, und zwar vor kurzem. Was für eine starke magische Spur. Bereite dich vor, Tara. Sie sind nicht weit, da bin ich mir sicher. Okay. Wir sind bereit. Also seid ihr tatsächlich hier. Im Namen Shalayans und auf Geheiß des Rates der Philosophen seid ihr hiermit festgenommen. Legt eure Waffen nieder. Dass gerade du dich uns entgegenstellen würdest? Aber es spielt keine Rolle. Geht uns aus dem Weg. Wir warnen euch kein zweites Mal. Deckt mir den Rücken. Ich mach das schon. Also dasselbe, wenn du willst. Dann müssen wir erstmal hier wieder das Dings drauf casten. So, dann kriegst du das hier und kriegst ein Schild drauf. Und dann kriegst du erstmal hier. Na gut, dann eben mit Gewalt. Oh, ich hab die Aggro. Oh, Schild drauf. So. Jetzt nur auf mich castet, hat sie es dann auch? Ja, sie kriegt das auch. Okay, automatisch. Ups. So, wir machen mal das Dings um uns. Oh, da kommt jemand. Okay, den hätten wir besiegt. Asel, zieh dich zurück. Das ist nicht wert. Nein, das geht dann tatsächlich nicht auf sie. Wir müssen das also explizit auf den casten. So, hauen wir da noch einen Dot drauf. Hier ein Schild. Oh, 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 das geht nach hinten. Okay, aber den haben wir gleich besiegt. So, dann machen wir hier einen Dot drauf. Ja, diesmal läuft es besser. Moa hat alles auf sich weisen. Halte dich nicht zurück. Verstanden. Jetzt müssen wir uns selbst das Schild drauf machen. So. Ah, verfluchte Schwertschwingerin. Upsa. Den auch mal dotten. Komm schon. Konzentrieren uns wieder auf Läufer. So, damit uns das Mana nicht ausgeht.
Da drauf. Okay, das kriegen wir hin. Oh, ganz knapp. Aber wir haben es geschafft, endlich. Läufer, wir vergeuden hier unsere Kräfte. Interessant, ich hätte nie gedacht, dass ihr mit uns mithalten könntet. Ganz ohne jegliche Stärkung. So, genug dem Unsinn. Wir haben unsere eigene Mission zu folgen. Verflucht, nicht schon wieder. Oh, was ist denn das hier? Was haben wir denn hier? So, geschafft. In den Säckchen sind Blätter einer Pflanze. Sie muss der Grund für ihr reges Interesse an diesem Ort sein. Es handelt sich zweifelsohne um eine Art Kraut, aber keines, das ich in den pythologischen Anarchen der Akademie gesehen habe. Da bin ich mir sicher. In der Nähe des Ausgangs habe ich außerdem eine Art Notizbuch gefunden. Ich habe es hastig überflogen und es ist zweifelsohne Teil einer ganzen Geschichte. Aus dem Text geht nicht hervor, wer ihn verfasst hat. Aber dank der verwendeten Fachsprache lässt sich zumindest einer oder einem Weisen aus Schalalan zuordnen. Seltsam nur, dass ein Teil des Textes mit einem Verschleierungszauber verbogen ist. Da dieser Fund aber gewiss ein Beweisstück in diesem Fall ist, werde ich mich daran machen, die Magie Stück für Stück zu lösen. Ich habe außerdem beschlossen, in Frohnhalde zu bleiben. Dort werde ich mich der Analyse unserer Fundstücke widmen. Und dort sollten wir nun auch zurückkehren, denke ich. Okay, dann kehren wir nach Frohnhalden zurück. So, meine Gute, hier sind wir. Ich habe eine Pflanzenprobe aus dem Beutel nach Schalalan geschickt. Dort wird sie auf ihre Stoffe und deren Wirkung analysiert, was uns wiederum wichtige Erkenntnisse liefern durfte. Davon abgesehen bin ich schwer beeindruckt, wie rasch du dich in den Künsten der Weisen eingefunden hast. Es gelingt nur wenigen, die Noeliten so meisterhaft zu manipulieren und das binnen so kurzer Zeit. Diejenigen, die ihr Wissen einst in deinen Kristall haben fließen lassen, wären von deinem Fortschritt sicherlich ebenfalls hoch erfreut. Es gibt da eine Sache, die mich schon seit langem beschäftigt. Die Studie der Weisen verfolgt das Ziel des steten Fortschrittes, ja, der Weiterentwicklung des Lebens selbst, zum Wohle aller. Warum beinhalten sie dann durchaus verheerende Offensivmagie? Von jemandes Wohl kann da keine Rede mehr sein. Und unsere Gesuchten, was treibt sie nur an? Sie haben sich dazu entschieden, explizit hierher zu kommen und nach Schalalans Doktrinen zu missachten. Ganz wie Dr. Foliant und Meister Louiseau einst selbst. So viele Fragen, so wenige Antworten. Konzentriere dich fürs Erste weiter auf deinen weißen Kristall. Vielleicht findest du dort einen Anhaltspunkt. Zusammen mit den uralten Wissen, jenen zur Seite zu stehen, die du zu schützen suchst. Meine Mutter, nein, ist schon gut. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen lassen. Wir sprechen uns bald, ja? Sobald deine Übung mit den Noeliten Früchte trägt. Okay, ich habe nun Zugriff auf das Prämorium einer Weisen. Je weiter du in der Auftragsreihe der Weisen voranschreitest, desto mehr Seiten werden dir offenbart. Aha, okay. Was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. Werden wir auch wahrscheinlich erst im späteren Verlauf rausfinden. Denn jetzt werden wir uns in der nächsten Folge, die am Dienstag kommt, also diese Folge heute sollte ja am Sonntag rausgekommen sein, zusammen mit der Schnitterfolge, werden wir uns den Lustwandeln in Alt-Shalyan hinreichen und halt die Endwalker-Story weitermachen. Und erst nach Endwalker, beziehungsweise wenn wir dann die Übergänge zu den DLCs haben, dann werden wir uns wieder den Klassen und Jobs widmen. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder, die mich jeden Monat aufs Neue entweder hier auf YouTube als Kanalmitglied oder auf Twitch als Abonnent unterstützen. Und schon ab einer normalen Mitgliedschaft oder Abo werdet ihr hier aufgelistet. Wenn ihr allerdings ein Ehrenmitglied werden wollt,
dann lasst mir eine 10 Euro Mitgliedschaft da oder auf YouTube und Twitch eine Kanalmitgliedschaft. Und das sind in dem Fall Julian Neidblum, Neggi Magister und Klingone23. Danke euch, Ehrenmitglieder, und wir sehen, hören und spielen uns dann bei der nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao.